Das, was wir gerade gehört haben, ist der Beginn des Liedes An die Sonne von Franz Schubert. Wir befinden uns hier in der Wien-Bibliothek im Wiener Rathaus, wo in einer Ausstellung über die Geschichte des Wiener Wetters ein handschriftliches Notenblatt dieser Komposition gezeigt wird. Franz Schubert griff für den Text dieses Liedes auf ein Gedicht von Johann Peter Utz aus dem Jahr 1763 zurück. Er komponierte das Lied aber im Juni 1816. Warum wendet sich Schubert gerade damals an die Sonne? Das war kein Zufall. Ganz Europa litt damals unter dem Jahr ohne Sommer, in dem bei extrem kalter und unbeständiger Witterung die Sonne fast nie am Himmel erschien. Schubert war nicht der einzige Künstler, der sich von diesen Witterungsextremen inspirieren ließ. Im selben Sommer 1816 begann die englische Schriftstellerin Mary Shelley angesichts der Unwetter am Genfer See mit ihrem berühmten Roman Frankenstein. Das Lied von Schubert ist Zeugnis für eine weltweite Klimakatastrophe, die damals ganz Eurasien und Nordamerika heimsuchte. Denn die Witterung des Jahres 1816 war nicht nur eine Trübung des Sommervergnügens. Für Millionen Menschen weltweit bedeutete es Not und Elend. Diese globale Krise begann mehr als ein Jahr zuvor, im April 1815, mit dem gewaltigen Ausbruch des Vulkans Tambora auf der Insel Sumbawa im heutigen Indonesien. Schon in den Jahren zuvor hat es dort einige Vulkanausbrüche gegeben. Die Eruption des Tambora erreichte aber das 100-fache der Gewalt dieser früheren Ereignisse und immer noch das 10-fache der berühmten Eruption des Krakatau 1883. Von den ursprünglich 4.400 Meter Höhe des Tambora wurden fast 1.400 Meter weggesprengt. Mehr als 150 Kubikkilometer an vulkanischem Material wurden ausgestoßen. Die Eruptionssäule des Tambora erreichte mit einer Höhe von 25 Kilometern die oberen Schichten der Atmosphäre und dort verbreiteten sich dann die vulkanischen Ascheteilchen über den gesamten Globus und sorgten für spektakuläre Himmelserscheinungen. Noch Jahre später konnte man bei Sonnenuntergängen ganz ungewöhnliche Farben sehen, die durch diese vulkanischen Staubteilchen hervorgerufen wurden. Besonders fatal waren aber die klimatischen Folgen der Trübung der Atmosphäre. 1816 wurde zum Jahr ohne Sommer, in dem unerwartete Kälteeinbrüche und anhaltender Starkregen in ganz Nordamerika und Europa verzeichnet wurden. Dort hatte man damals gerade die napoleonischen Kriege hinter sich gebracht und auf friedlichere Zeiten gehofft. Jetzt zerstörten die Witterungsereignisse die Ernten, Teuerung, Not und Elend für Millionen Menschen waren die Folge. Der Ausbruch des Tambora 1815 war nicht die erste Vulkaneruption, die über ganz Eurasien hinweg das Klima bis in den Wiener Raum beeinflusste. Schon 1257 verursachte die noch viel größere Eruption des Samalas, der ebenfalls im heutigen Indonesien liegt, die größte Vulkaneruption der letzten 2000 Jahre, eine mehrjährige Klimaanomalie. Auch sie war von Missernten, Hungersnöten, Elend und Seuchen begleitet. Solche weitreichenden Verschränkungen zwischen Klimasystemen, Ökologien und Gesellschaften erforschen wir im Rahmen des vom FWF geförderten Exzellenzclusters Eurasian Transformations auf der Grundlage einer neuen Kombination von historischen Quellen, archäologischen Befunden und naturwissenschaftlichen Daten. Dabei stellt sich heraus, dass solche klimatischen Schwankungen schon immer für das Wohl und Wehe von Gesellschaften entscheidend waren. Aber auch, dass der heutige menschengemachte Klimawandel viel schneller und dramatischer verläuft als diese früheren natürlichen Schwankungen. Vulkaneruptionen werden oft als Modell, als Vorbild genannt für künftige großtechnische Eingriffe zur Kühlung der Erdatmosphäre. Die Geschichte zeigt aber, wie diese Phänomene regional ganz unterschiedlich und unerwartet Auswirkungen haben konnten. Und das kann uns auch als eine Warnung vor der Unberechenbarkeit solcher Träume vom Geoengineering dienen.